Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Renaissanceschloss in Glauchau. 1170 errichteten die Herren von Schönburg hier eine Burganlage. Später, 1470, wurde diese zur Schlossanlage ausgebaut und war jahrhundertelang Herrschaftsmittelpunkt. Gern möchte ich euch jetzt die Räumlichkeiten etwas genauer vorstellen. Es war eine brisante Zeit, in der die Ostsiedlung durch Rodungen und bäuerliche Zuzüge hauptsächlich aus Franken vorangetrieben wurde. Diese Epoche war geprägt von den Auseinandersetzungen zwischen den Territorialfürsten und der Reichsgewalt, dem Königtum. Das Haus Wettin war seit 1089 mit der Mark Meißen belehnt und förderte den Bergbau. Symbolfigur für diesen Prozess war Markgraf Otto der Reiche, der seinen Beinamen der Entdeckung der Freiberger Silberadern verdankte. In einer Art Gegenzug schuf kein geringerer als der legendäre Kaiser Barbarossa, der Rotbart Friedrich I. von Hohenstaufen, ab 1158 westlich der Mark Meißen das Reichsterritorium Pleißenland mit Altenburg als Mittelpunkt. Dies ist der Moment, in dem die Herren von Schönburg aus dem Dunkel der Geschichte treten. Als Reichsministeriale und edelfreier Herkunft besiedeln sie im Auftrag des Kaisers das Gebiet der mittleren Zwickauer Mulde. So schufen sie sich mit dem Bau der Burg Glauchau 1170 bis 80 ihren nunmehrigen Hauptsitz. Ihr Hauskloster befand sich in Geringswalde. Bauherr der Burg Glauchau war der Stifter des Hausklosters Hermann I. von Schönburg. Die mittelalterliche Wehranlage wurde urkundlich um 1182 erwähnt und bestand aus Ringmauer, Toranlage, Bergfried oder Wohnturm, Palas mit Festsaal, Kemenate, ein beheizbares Frauengemach, Kapelle, Brunnen und Wirtschaftsgebäuden. Eine unregelmäßige Bebauung, die aus mehreren Gebäuden bestand und annähernd 3 Flügel bildete, die einen Innenhof umschlossen, wie er sich heute noch unseren Blicken darbietet. Dabei wird die Mehrzahl der Gebäude in leichter Holzbauweise ausgeführt worden sein und nur wenige bedeutende massiv aus Stein. Vor der Burg, auf dem Terrain des heutigen Schlosses Vorderglauchau, befand sich ein Wirtschaftshof, das sogenannte Vorwerk. Eine weitere urkundliche Erwähnung der Burg erfolgte im Jahr 1256, als Friedrich I. von Schönburg-Glauchau urkundlich 1247 zuerst als Schirmherr des Klosters Geringswalde genannt, eine Urkunde im Speisesaal des oberen Stockes bzw. im Palas der Burg Glauchau ausfertigte. Um 1752 errichtete Graf Albert Christian Ernst von Schönburg-Hinterglauchau die 3 Geschosse verbindende Treppenanlage mit einer reich an Balustern gefüllten marmorisierten Brüstung. Bei diesem Raum handelt es sich um ein Fragment des im ausgehenden 15. Jahrhundert entstandenen Festsaals, der sich ursprünglich über die gesamte Länge des Ostflügels erstreckte. Nach der im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts vorgenommenen Teilung des Saales wurde eine Kassettendecke mit 42 Tafeln errichtet, die 1601 eine Erweiterung auf 91 Felder erfuhr.
Eine zusätzliche Verkleinerung des Raumes sowie der Decke erfolgte ca. 1720 durch den Einbau zweier Zimmer. Der Erker als Apsisaufbau der Schlosskapelle ist in den Stilformen des Übergangs von der Spätgotik zur Frührenaissance aufgebaut und durch 5 unterschiedliche profilierte Fenstergewände gegliedert. Den oberen Abschluss bildet ein Rippengewölbe mit Wappenschlussstein. Die Malereien in den Gewölbezwickeln stammen aus dem 16. Jahrhundert und beziehen sich auf die Ahnenforschung des Hauses Schönburg. Bedingt durch die gestiegenen Wohn- und Repräsentationsbedürfnisse sowie durch die veränderte Verteidigungsfunktion wurde unter Ernst I. von Schönburg-Glauchau zwischen 1470 und 1485 die veraltete Burg in ein Schloss im spätgotischen Stil umgebaut. So wurde der Ostflügel des Schlosses unter Ernst I. kurz vor dessen Tod umgestaltet. Er erhielt dabei den großen Festsaal, den Rittersaal, mit gekehlter Balkendecke im Obergeschoss. Außerdem wurde ein dreigeschossiger Nordflügel erbaut. Erhaltene Bauteile zeigen die Formen des kursächsischen Hofarchitekten Arnold von Westphalen im Übergang von der Spätgotik zur Renaissance. Ob dieser berühmte Baumeister, Schöpfer der Albrechtsburg, tatsächlich hier tätig war, ist unklar. Der mit einer profilierten, gekehlten Holzbalkendecke versehene Festsaal entstand im ausgehenden 15. Jahrhundert und erstreckte sich ursprünglich über die gesamte Gebäudelänge des Ostflügels, während 5 Vorhangbogenfenster für die Belichtung des Raumes sorgten. Seine jetzige Größe erhielt er Ende des 16. Jahrhunderts. Farbig gefasst war ursprünglich der Kaminaufsatz aus dem 16. Jahrhundert. Die Kartuschen stellen links das Wappen der Grafen von Rieneck und rechts das schönburgische Wappen dar und beziehen sich auf Ernst I. von Schönburg und seiner Gemahlin Anna. Die Bodenschätze und ausgedehnten Wälder der Grafschaft Hartenstein sowie erfolgreiche Silberschürfungen führten zu der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Hauses Schönburg. Sie fiel in eine Epoche, die mit der Entdeckung Amerikas 1492 und dem Beginn der Reformation 1517 eingeleitet und als Neuzeit bezeichnet wurde. Mit ihr ging ein geistiger Wandlungsprozess einher. Es entstand unter dem Baumeister Andreas Günther das Schloss Vorderglauchau, ein sächsischer Renaissancebau, der bis heute das Stadtbild auf unverkennbare Weise prägt. Das altehrwürdige Schloss Hinterglauchau erfuhr einen Umbau im selben Stil. Bauherr war Ernst II. Von Schönburg-Glauchau. Er ließ den Erker am verlängerten Nordflügel frontal mit dem schönburgischen und dem burggräflich-leisnickschen Wappen seiner Frau schmücken. Die Stirnseite ziert das Wappen seiner Mutter Anna von Schönburg, einer geborenen Gräfin von Rieneck. Ernst II. Regierte das schönburgische Territorium von 1513 bis 1524, gemeinsam mit seinem Bruder Wolf. Im Jahre 1524 kam es zur Teilung der Güter. Wolf erhielt die Herrschaften Wehlen und Waldenburg. Ernst II. Bekam Schloss und Stadt Glauchau, Hartenstein und Liechtenstein. Bergwerke und Wälder nutzten sie weiterhin gemeinschaftlich. Die Persönlichkeit von Ernst II. Genau einzuschätzen, bedarf einer Analyse.
Die Tatsache, dass der Schönburger 1525 unter dem Herzog Georg von Sachsen an den Kämpfen in den Bauernkriegszentren teilnahm und Thomas Müntzer verhaftete, um ihn dem Grafen Ernst von Mansfeld zuzuführen, reichten in der Geschichtsschreibung aus, ihn als Gewaltherrscher darzustellen. Dies wird seiner Person jedoch nicht gerecht. So trat er in Glauchau nicht nur als Bauherr der Renaissanceschlösser hervor, sondern förderte auch das Handwerk. Beispielsweise konfirmierte er in Glauchau mehrere Innungsbriefe, 1520 den der Töpfer und 1528 den der Weber. Er dachte wirtschaftlich und er erkannte die Tatsache, dass Mühlen für die Existenz einer Stadt lebensnotwendig waren. So ließ er am Fuße des Schlossberges eine Mühle errichten und den für das Betriebswasser notwendigen Mühlgraben anlegen. Zwischen 1525 und 1530 kam in unmittelbarer Nachbarschaft eine Papiermühle hinzu. Als weitere Anlagen folgten eine Öl- und Schneidemühle sowie eine Schleif- und Poliermühle. Aus der einstigen Schlossmühle haben sich 2 Ofenplatten mit der Darstellung von römischen Kriegern erhalten. Ernst II. Erkrankte am 7. August 1534 an der Ruhr. Kurz zuvor hatte der Schönburger bei Meerane einen Jagdunfall gehabt. Ernst II. von Schönburg-Glauchau verstarb am Samstag, den 12. September 1534 auf seinem Schloss in Glauchau. Georgs Regentschaft zählt zu den folgenschwersten Epochen der schönburgischen Geschichte, da sie dem sich verschärfenden Kampf Kursachsens gegen die Selbstständigkeit der Herren von Schönburg nicht standzuhalten vermochte und damit den Verfall der schönburgischen Landesherrschaft einleitete. Am 1. Mai 1556 wurde ein Teilungsvertrag zwischen Wolf II., Hugo I. und Georg I. von Schönburg geschlossen. Wolf II. Erhielt die Herrschaften und Schlösser Rochsburg, Penich und Wechselburg, Hugo II. Liechtenstein und Waldenburg, Georg I. erhielt Glauchau und Remse. Hartenstein und Geringswalde blieben im gemeinsamen Besitz. So entstanden die Linien Schönburg-Penich-Rochsburg mit Wechselburg, Schönburg-Waldenburg mit Liechtenstein und Schönburg-Glauchau mit Remse. 1556 wurde eine schönburgische Gesamtregierung eingerichtet, die wahrscheinlich auf Schloss Vorderglauchau ihren Sitz hatte. In eine noch schwierigere Lage gerieten Georg I. und seine Brüder, als sie auf sächsischen Druck hin am 2. Mai 1559 die obere Grafschaft Hartenstein mit ihren wertvollen Wäldern und Bergwerken für 146.000 Gulden an Kurfürst August verkaufen mussten. Damit fiel die wichtige Landverbindung nach Böhmen weg und Kursachsen umschloss das schönburgische Territorium nun fast vollständig. Die Spundflasche, das Burgverlies, diente als Gefängnis. Für die Versorgung der Inhaftierten war der Landknecht, ein Polizeibeamter, zuständig, der dem schönburgischen Amtmann und Hauptmann unterstand. Der Amtmann oder Hauptmann war praktisch ein Richter, der im Verfahren über Haftstrafen oder Geldstrafen oder eine Entlassung aus der Haft entschied. Auf einem Sitzholz wurden im 16. und 17. Jahrhundert nachweisbar Missetäter an einem Seil durch das relativ enge Angstloch in das darunter befindliche dunkle Verlies hinabgelassen. In diesem Gefängnis ohne Tageslicht saßen die Straftäter bei Wasser und Brot oft tagelang, wie in einer verstöpselten Flasche, bis zur Gerichtsverhandlung.
1518 saß ein Ulrich Milde 2 Tage lang in der Spundflasche, weil er sein Weib ohne Grund geschlagen hatte und aus Langeweile die Fenster seines Hauses zerschlagen hatte. Als Freunde für ihn bürgten, wurde er gegen das Versprechen, sich nun besser zu verhalten, rausgelassen. Im Lehnbuch von 1526 ist vermerkt, dass der Glauchauer Scharfrichter für die Reinigung und Entleerung der heimlichen Gemache, der Apporte und der Spundflasche auf dem Glauchauer Schloss zuständig war, so oft es vonnöten sei. Unter dem Schlosshof in etwa 13 Meter Tiefe befinden sich mittelalterliche Kelleranlagen und ein im nahen Hirschgrund mündender geheimer Ausgang, offenbar als Fluchttunnel angelegt. Die Gänge sind spitzbogig ins Rotliegende gehauen und haben 2 Öffnungen in den Schacht des Burgbrunnens. In regelmäßigen Abständen sind seitliche Nischen jeweils einander gegenüberliegend angelegt worden, etwa 50 Nischen insgesamt. Sie dienten wohl als Vorratskeller. Die Anlage soll von Bergleuten angelegt worden sein. Im Kreuzungsbereich der Gänge bilden deren Spitzbögen ein Kreuzgewölbe. Eine professionelle bergmännische Arbeit. Anstelle der ehemaligen Turmküche um 1865 eingerichtet, diente die Remise der Unterbringung des herrschaftlichen Fuhrparks, Kutschen, Schlitten und nach 1900 der Automobile. Heute beherbergt die Remise einen Leichenwagen und weitere historische 2- und 4-rädrige Fahrzeuge. Die Kalesche entstand um 1880 in Prag und präsentiert sich heute in ihrer 2. farbigen Fassung. Sie wurde für Stadtfahrten und kleinere Ausflüge genutzt. Das Ehewappen am Verschlag gibt Auskunft über die früheren Besitzer. Graf Joachim von Schönburg heiratete 1898 Gräfin Octavie. Ihre ältere Schwester Sophie war die Gattin des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand. Mit der Ermordung am 28. Juni 1914 in Sarajevo wurde der Erste Weltkrieg ausgelöst. Die Kalesche ist seit März 1944 Bestandteil der musealen Sammlung im Schloss Hinterglauchau. Der geschlossene Säulenwagen preußischen Typs wurde 1905 im Auftrag des Gemeinderates von Niederlungwitz für 1.600 Mark in Glauchau hergestellt. Im Jahre 1976 übergab der Rat der Gemeinde Niederlungwitz den Leichenwagen an das Museum und die Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau. An der heutigen Stelle im Ostflügel, dem ältesten erhaltenen Flügel von Hinterglauchau, wohl Ende des 12. Jahrhunderts errichtet, befindet sich spätestens seit Ende des 14. Jahrhunderts eine Kapelle. Die älteste urkundliche Erwähnung der Kapelle stammt von 1489 im Testament von Ernst I. von Schönburg. Nach dem Brudermord wurde die Kapelle längere Zeit nicht mehr kirchlich genutzt. Am 28. November 1617 wurde Otto Wilhelm von Schönburg-Hochsburg von seinem älteren Bruder Wolf Ernst von Schönburg-Penich nach einem Streit im Schloss Hinterglauchau erstochen.
Um sich dem Zugriff sächsischer Justiz zu entziehen, floh Wolf Ernst. Später kam es in Zwickau zu einem Gerichtsverfahren, bei dem Wolf Ernst persönlich anwesend war, da er freies Geleit zugesichert bekommen hatte. Er redete sich hier auf Notwehr heraus. Bis zu seinem Lebensende 1623 wurde er nicht strafrechtlich belangt. Otto Wilhelms Leichnam wurde in der Hofkapelle in Hinterglauchau aufgebahrt. Von 1585 bis 1861 erfolgten die Nutzungen des Kapellenraums als Lagerraum und Archiv. Als 1900 die Linie Hinterglauchau erlosch, trat die katholische Linie Schönborg-Vorderglauchau deren Erbe an. Daher wurden ab 1907 in der Kapelle wieder katholische Gottesdienste abgehalten. 1860 bis 1861 wurde die wohl schon im Mittelalter vorhandene Schlosskapelle wieder als Sakralraum hergerichtet. Dies ging auf der Initiative des Grafen Heinrich von Schönborg-Hinterglauchau und der Frau des Grafen Marie Clementine zurück. Am 29. Dezember 1861 wurde die Kapelle feierlich geweiht. Das hier für Marie Clementine von Schönborg errichtete Epitaph ist ein bedeutendes Objekt des Neoklassizismus, geschaffen vom Künstler Hugo Hagen. Sie war die Frau des Grafen Heinrich Gottlob Otto Ernst von Schönborg-Hinterglauchau. Das bei der Restaurierung des 19. Jahrhunderts in der Kapelle eingebaute zentrale Bleiglasfenster mit dem schönburgischen Wappen und der Jahreszahl 1861 wurde vom Dresdner Franz Hensel geschaffen. Bei der letzten Restaurierung fand man 1997 unter einem hölzernen Gewölbeschlussstein mit dem Wappen der Burggrafen von Leisnig verstecktes Geld von 1863. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun wieder spannende Details über das Renaissance-Schloss hier in Glauchau erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!